Wenn ihr aktiv seid, jeden Tag übt, eure Hausaufgaben fleißig macht und schön mitmacht, dann lernt ihr schnell Deutsch. Hallo zusammen and welcome to lesson 18 in the 30-part series German in 30 days. And in today's lesson we are going to be talking about the conditional clauses, Bedingungssätze, Typ 1, Type 1. So graphically I think you could express the relationship right, like this. So there is a condition that needs to be fulfilled before something that is claimed in the main clause can be true, possible or done. So if you practice every single day, then you become fluent in German, okay? Else you won't. Tertium non datur, I think. Wenn ihr jeden Tag übt, lernt ihr schnell Deutsch. Okay, and I think Bedingungssätze, conditional sentences, they are so important on a daily basis almost, right? Because something like, are you coming to the party, right? If the weather's good, right? If the weather's good, I'll come. If the weather's not good, I won't come, okay? Kommst du mit zur Party, wenn das Wetter schön ist? Wenn das Wetter schön ist, komme ich mit. Wenn das Wetter nicht schön ist, komme ich nicht mit. Also, am Bahnhof. Yuki ist wieder gesund. Sie möchte am Wochenende nach Bamberg fahren. Angestellter. Ja, bitte. Ich möchte eine Fahrkarte 2. Klasse nach Bamberg. Wissen Sie schon, mit welchem Zug? Nein, ich möchte am Samstag fahren, und zwar vormittags. Der Bahnangestellte schaut in den Computer. Also, es gibt einen ICE um 7:52 Uhr bis Nürnberg und dann weiter mit dem Regionalexpress. Sie sind dann um 10:30 Uhr in Bamberg. Sie können auch mit dem IC direkt nach Bamberg fahren. Wenn Sie den Zug um 8:49 Uhr nehmen, sind Sie um 11:12 Uhr in Bamberg. Yuki, ich fahre lieber mit dem ICE. Möchten Sie einen Sitzplatz reservieren? Ja, bitte. Einfache Fahrt oder Rückfahrkarte? Eine Rückfahrkarte bitte. Wollen Sie für die Rückfahrt auch reservieren? Ja, am Sonntagabend gegen 19 Uhr. Wenn Sie den IC um 18:49 Uhr nehmen, sind Sie um 21:12 Uhr in München. Ja, das passt mir. Großraumwagen oder Abteil? Was ist da der Unterschied? Im Großraumwagen sitzen viele Reisende in einem Wagen, im Abteil nur 6. Außerdem können Sie im Großraumwagen einen Platz mit Tisch reservieren. Dann reservieren Sie bitte im Großraumwagen. Also Großraumwagen. Haben Sie eine Bahncard? Nein, was ist das? Eine Ermäßigungskarte. Wenn Sie eine Bahncard kaufen, erhalten Sie 25% Ermäßigung. Was bedeutet denn die Bahncard? Die Bahncard kostet 60 Euro. Sie können dann ein Jahr lang mit 25% Ermäßigung auf alle Normalpreise und Sparpreise fahren. Aber ich bleibe nur 6 Monate in Deutschland. Ich glaube, die Karte rentiert sich nicht für mich. Das kommt darauf an. Wenn Sie in den 6 Monaten viel reisen, dann rentiert sich die Bahncard auch für Sie. Aber ich reise nicht so viel. Was kostet die Rückfahrkarte ohne Bahncard? 52 Euro. Der IC-Zuschlag 7 Euro und die Platzreservierung 2,60 Euro. Macht zusammen 61,60 Euro. Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Natürlich. Hier sind Ihre Reiseunterlagen. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise und einen schönen Aufenthalt in Bamberg. Dankeschön. The conditional clauses in German are very similar in terms of structure to the conditional clauses in English, because you've got a main clause, you've got a subordinate clause, the so-called conditional clause, right? You've got a conjunction, and in that conditional clause, there is a condition, and this condition is introduced by means of that conjunction. In English it's if, in German it's wenn. Pay attention, it's not wann. Wann is a question word, right? I also know that this topic is dreaded by students, right? But today it's only type 1, so nothing groundbreaking. Trust me, it's very doable. Okay? So the example is, wenn Sie eine Bahncard haben, zahlen Sie nur die Hälfte. It's important in German that you take a closer look at the word order. So, as in English, the subordinate clause is introduced by means of the conjunction wenn, right? Wenn Sie eine Bahncard haben,
And here the verb is at the end, right? Then subject sie, so the condition, right? Haben, verb at the end, comma, and again the main clause starts with the verb. Zahlen Sie, right? So verb and subject. Zahlen Sie nur die Hälfte. What it's like in English. If you've got a bank card, you pay only half the price. Okay, so it's a different game. It's similar, but it's different. Okay, and of course the subordinate clause, also wenn Sie eine Bankkarte haben, can also follow the main clause. Okay, the meaning of the sentence remains unchanged. So, Sie zahlen nur die Hälfte, wenn Sie eine Bankkarte haben. And as far as I know, in English, if the subordinate clause precedes the main clause, you need a comma. Vice versa, no comma. In German, either way, you always need a comma. Okay? Let's recap what I've just said. Conditional clauses with when give a condition that must be fulfilled before what the main clause says can be true, possible or done. And in the subordinate clause, the verb is always found at the end of the sentence. No exceptions here. Okay? So, wenn ihr jeden Tag übt, lernt ihr schnell Deutsch. Wenn ihr jeden Tag auf Deutsch Bücher lest, trainiert ihr euer Leseverständnis. Wenn ihr jeden Tag auf Deutsch sprecht, trainiert ihr euer Sprechen auf Deutsch. Und so weiter und so weiter. Right. Complete the following sentences with when. 1. Wenn die Sonne scheint, gehen wir in die Berge. Okay? So, wir gehen in die Berge only on the condition that the sun's shining. Okay? Wenn die Sonne scheint, meaning, wenn die Sonne nicht scheint, gehen wir nicht in die Berge. Wenn die Sonne scheint, C, gehen wir in die Berge. 2. Wenn ich Deutsch gelernt habe, verdiene ich mehr Geld. Okay? G. 3. Wenn Yuki einkauft, zahlt sie mit der Kreditkarte. F. 4. Wenn Frau Gebhardt Gäste hat, kocht sie besonders gut. H. Wenn Yuki eine Bahncard hat, zahlt sie nur die Hälfte. A. 6. Wenn ich im Lotto gewinne, kaufe ich mir eine Wohnung. I. 7. Wenn man Kopfschmerzen hat, kann man eine Tablette nehmen. B. 8. Wenn wir die U-Bahn nehmen, kommen wir schneller ins Konzert. D. Next exercise. Look at the example and form sentences with when. Die Sonne nicht scheint, Deutsch lernen. Wenn die Sonne nicht scheint, lerne ich Deutsch. I hope it doesn't hold true for you, because the learning process should not rely on inspiration, the good weather, the chances, the accidents, right? So be the driver of your life, not just a passenger, isn't it? The 7 habits of highly effective people in the first chapter, proactivity, or be proactive, right? Because no one's going to do it for you, regardless of whether the sun's shining or not shining. Right? So, wenn die Sonne nicht scheint, lerne ich Deutsch. Wenn die Sonne nicht scheint, lerne ich Deutsch. Wenn die Sonne scheint, lerne ich Deutsch. Und wenn die Sonne nicht scheint, lerne ich auch Deutsch. Okay, Nummer 1. Ich habe die U-Bahn verpasst. Wenn ich die U-Bahn verpasst habe, nehme ich den Bus. Right? 2. Wenn der Bäcker kein Brot mehr hat, kaufe ich Brötchen. 3. Wenn mein Magen übersäuert ist, esse ich nichts, sondern ich trinke nur Tee. 4. Wenn ich kein Geld mehr habe, hole ich Geld am Automaten. 5.
Wenn mein Hausarzt keine Sprechstunde hat, suche ich einen anderen Arzt. Right? There is always a way out of any situation. Right? Es gibt immer einen Ausweg, regardless of what the condition is. Let's talk about the particle und zwar. Yuki does use it in the text. She says, ich möchte am Samstag fahren und zwar vormittags. Okay, so first of all, as you can see, und zwar is preceded by a comma, always, okay, and zwar is used to focus on details. We've learned a very similar particle already. It's called nämlich, which is used to specify things, again, to be more specific and precise, right? I'd say they are quite similar in terms of meaning, okay? Form sentences with und zwar. 1. Yuki fährt mit dem Zug. Und zwar mit dem ICE. 2. Sie geht gern einkaufen. Und zwar am Abend. 3. Tobias isst gern Käse. Und zwar Emmentaler. 4. Frau Glück hört gern Musik. Und zwar Mozart. That's all for today. I hope it's been helpful. Definitely keep practicing, because if you don't practice, you won't make any progress. Simple as that, right? So, wenn ihr nicht übt, macht ihr keine Fortschritte. On that note, wish you success, joy, best of luck. See you next week with lesson number 19, right? And tschüss zusammen.